Wir essen nicht nur, weil wir Energie brauchen, sagt der Arzt, sondern wir benötigen auch essentielle Aminosäuren und proteins. Ja, das klingt gut, aber das stimmt nicht wirklich. Im Grunde ist es einfacher als das. Was wir brauchen, sind ganz einfach Komponenten, aus denen der Körper Stammzellen produzieren kann. Ich habe das ganz einfach definiert. Wir brauchen Chlorophyll, Öl, Wasser und Salz. Wir brauchen das Salz, um das alkalische Design der Körperflüssigkeiten aufrechtzuerhalten. Zu Salz sagen Ärzte auch, vermeide Salz so weit wie möglich. Genau wie sie sagen, hier drüben brauchen wir dies, aber dann ändern sie ihre Meinung wieder, weil sie ein wenig mehr herausfinden, was wirklich im Körper so passiert. Aber der Punkt hier ist, wenn wir den Chlorophyllspiegel unserer Diät erhöhen, mit grünen Früchten und grünem Gemüse, und das ist sogar messbar, dann erhöht sich unser Hämoglobinwert. Mein Hämoglobinwert ist 17. Die besten Athleten betreiben Blutdoping, um so einen Hämoglobinwert zu bekommen. Und Sie wissen wahrscheinlich, von wem ich rede, von Lance Armstrong. Er erhöhte seinen Hämoglobinwert in den roten Blutkörperchen, sodass diese mehr Sauerstoff transportieren können. Aber er tat es ohne zu verstehen, dass er es auf so einfache und legale Weise hätte machen können. Wenn er einfach mehr Chlorophyll in seine Ernährung mit aufgenommen hätte. Und so ist mein Hämoglobin bei 17 und meine roten Blutkörperchen sind bei ca. 5 und mein Hämatokrit liegt bei etwa 52%. Bei den meisten Menschen liegt dieser niedriger als 40%. Und der Grund, warum ist, weil sie sich nicht auf die Dinge konzentrieren, die Stammzellen aufbauen. Was wir herausfanden, nachdem wir alles andere beiseite ließen, war, wenn wir uns auf eine Diät, die reich an Chlorophyll, Öl, Wasser und Salz ist, konzentrieren, steigt Hämoglobin und Hämatokrit nach oben. Die Konzentration von weißen Blutkörperchen geht nach unten. Weiße Blutkörperchen verringern sich, weil weiße Blutkörperchen sind die Müllabfuhr im Körper. Sie gehen umher und sammeln den Müll ein. Die Anzahl der weißen Blutkörperchen geht natürlich nach unten, wenn wir den Körper entgiften. So haben wir eine saubere interne Umgebung. Unser Körper arbeitet effizienter, wir benötigen weniger Schlaf und wir schlafen nicht mit dem Feind. Was ist das, mit dem Feind schlafen? Wir haben tatsächlich etwas in unseren Bauch bekommen, das verrottet und verfault, weil es sich nicht verflüssigen lässt. Es dauert Tage, wenn nicht Wochen, um es auszuscheiden. Hören Sie nur auf, mit dem Feind zu schlafen. Und der Feind sind diese Lebensmittel, die der Körper nicht in Stammzellen umwandeln kann. Und ich möchte hier noch einmal ausdrücklich darauf hinweisen, dass tierische Produkte hier der Hauptfeind sind. Es gibt gute Quellen für Proteine, das möchte ich gar nicht abstreiten. Ich denke, die pflanzlichen Quellen sind die besten. Und so ermutige ich Leute, die denken, dass sie Proteine brauchen, obwohl der Körper selbst alles produziert, was er benötigt, aus diesen 4 Komponenten. Chlorophyll, Öl, Wasser und Salz sind die grundlegenden 4. Aber der eine oder andere denkt eben, er benötigt noch zusätzliche Proteine. Hanfprotein ist eine großartige Proteinquelle. Eine meiner bevorzugten ist Avocado. Favorite is avocado.